Zuschauer, liebe Patientinnen, liebe Patienten, ich darf Sie begrüßen. Wir sind gefragt und gebeten worden, ob wir wieder ein neues Video drehen können. Und ja, wir können, weil wir haben in der Tat auch neue Themen. Fadenlifting auf jeden Fall, etwas, was wir am häufigsten machen. Aber ich zeige Ihnen heute neue Methoden, neue Wege mit diesen Fäden. Es sind und es werden bleiben die Cara-Fäden, die ich am besten finde in der Haltbarkeit und in der Vielfalt der des Fadenliftings, die wir haben für alle Indikationen. Und ich zeige Ihnen heute an dieser Patientin, wie wir auch Fäden einlegen können. Es gibt sehr, sehr viele Wege, einige davon kennen Sie schon von mir und heute zeige ich Ihnen wieder einen neuen. Viel Spaß damit! Ich zeige Ihnen einmal an dieser Patientin, was wir verbessern wollen. Wir haben hier unten ein bisschen eine leichte Elastoseneigung. Das heißt, wir würden uns wünschen, dass die untere Partie hier ein wenig höher kommt. Und da wir sonst gerne auf Fäden legen, einfach von hier oben nach unten, würden wir die untere Partie verbessern, aber letztendlich würden wir sie nicht etwas höher bekommen. Und deswegen werden wir heute eingehend von hier, ich habe die Betäubung hier schon einmal gesetzt, Vektorfäden legen. Und zwar in diese Direktion. Alle durch dasselbe Loch. Alles Fäden, die im Grunde genommen Widerhaken haben und auch stark sind. Und wenn Sie dann schauen und ziehen, dann ist das in diesem Falle der Vektor und die Richtung, die wir uns hier heute wünschen würden. Das zweite ist, dass wir hier eine leichte Überlappung haben und wir werden danach zusätzlich noch Fäden legen mit dem Vektor in diese Direktion, ebenfalls 3 Stück, alle durch dasselbe Loch, damit wir nicht nur die Zugrichtung hierher haben, sondern auch die Zugrichtung hier. Und das Ganze machen wir selbstverständlich auch auf der anderen Seite. Gut, wir fangen an in dieser Direktion. Ich habe hier bereits die Betäubung gesetzt, sodass ich jetzt vorsichtig mit der Nadel dort hineingehe und dann bekommen wir den ersten Faden. Man muss beim Fadenlifting immer in der richtigen Schicht sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man nicht in der richtigen Schicht ist, dann führt das unter Umständen zu einem Problem. Und deswegen muss man immer in der richtigen Schicht sein. Der Faden wird dann ganz vorsichtig durchs Gewebe geführt. Immer in der richtigen Schicht. In diesem Fall von oben nach unten. Das ist der erste Faden, der ist schon drin. Dann gibt es den zweiten. Und auch hier mit Bedacht das Vorschieben. Ganz, ganz wichtig. Nie zu tief. Und dann sieht man einen sehr schönen Zug. Nächster. Und auch hier weiter immer durch dasselbe Loch, dass man nicht den Patienten immer wieder nochmal neu stechen muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hat sich bewährt. Das machen wir jetzt schon seit einer längeren Zeit auch immer so. Und dann auch hier den Faden ganz, ganz vorsichtig vorschieben. Immer untertasten. Sichere Handhabe. Und der nächste bitte. Den letzten legen wir noch in dieser Hand. Wichtig ist bei den Fäden, dass man immer in der richtigen Schicht ist. Das ist ganz, ganz wichtig. So, dann halten wir das. Dann haben wir diese Fäden schon einmal eingelegt und dann kommen wir jetzt zu den etwas kürzeren Fäden. Aber Sie sehen, und ich darf Ihnen das schon einmal zeigen, indem wir drehen, bereits in diesem Falle, wenn man jetzt langsam hier in die Staffeln kommt, schon ein sehr, sehr schönes Ergebnis im Gegensatz zur Überlappung auf dieser Seite. Und Sie sehen auch hier, wie schön die Kinn-Kiefer-Kontur akzentuiert ist, wenn wir das einmal mit der Gegenseite vergleichen, wo es hier deutlich weniger Akzentuierung ist.
kommen wir zu den kürzeren Fäden. Hier auch die Vorstechen schon bereits vorbetäubt. Gut, dann würden wir jetzt hier die etwas dünneren Fäden einlegen. Auch da, ich mache immer so leicht schraubenförmige Bewegung, weil man dieses kleine Löckchen hier finden muss. Das ist aber im Grunde genommen, man kann das auch noch mal ein bisschen vorbohren. Das ist aber kein Problem. Auch hier das Eintrittsloch bereits zuvor betäubt gewesen, sodass man im Grunde genommen dort nur einen ganz, ganz kleinen Piek findet. Und auch diese Fäden sind etwas dünner, aber auch mit Widerhaken führt man jetzt vorsichtig nach vorn. Und auch da muss man immer in der richtigen Schicht sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch die legen wir alle durchs selbe Loch. Und dann auch immer in der richtigen Schicht. Und ich ziehe mir den Faden immer so ein bisschen nach vorne, damit wir nie zu tief sind. Und diese Patientin hat schon Fäden, was dazu führt, dass die Haut, und das soll sie ja auch, aber durchaus fester ist. Und dadurch, dass die Haut fester ist, ist es schon immer mal zwischendurch ein bisschen unangenehm. Trotz alledem immer in der richtigen Schicht und dann ganz leicht nach vorne schieben. Und der zweite Faden nicht ein. Dann zieht man so ganz leicht und strafft das schon einmal vor. Und ich schaue dann immer einmal auch von frontal schon, inwiefern sich das geliftet hat. Das ist sehr, sehr schön. Wir haben hier die Richtung sehr schön auch schon beeinflusst. Und einen letzten Faden würden wir jetzt noch in diese Richtung legen, um den Restüberstand hier auch zu liften. In der Fadendicke bleiben wir jetzt bei den etwas dünneren Fäden. Das war der letzte Punkt. Wir würden jetzt noch ein paar kurze PDO-Fäden in diesem Bereich legen, um hier wirklich lediglich eine Kollagenproduktion zu erreichen. Und zwar 4 und nicht hier unten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Fäden sind ganz dünn. Und man legt sie in diese Richtung und auch gleich noch in die andere, sodass man ein stabiles Kollagengerüst aufbaut. Hier sind die Nadeln so dünn, dass es im Grunde genommen eigentlich keine Schmerzen verursacht. Das geht eigentlich immer prima. Man legt auch in die Kinn-Kiefer-Kontur ein paar, um eine Reakzentuierung zu machen. Das geht im Grunde genommen sehr schön. Und man kann sie dann komplett entfernen. Sie sehen das hier. Und die Fäden bleiben im Grunde genommen dann drin. Das Ganze haben wir in diese Richtung gemacht. Das Ganze machen wir auch nochmal von unten nach oben, um dann letztendlich ein stabiles Kollagengerüst aufgebaut zu haben. Sie sehen das jetzt hier. Ich straffe mir die Haut immer so ein bisschen und gehe dann auch in diese Richtung hinein, um eben auch auf beiden Seiten ein gutes Kollagengerüst aufgebaut zu haben. Und das ist etwas, was eigentlich im Grunde genommen prima geht. Man kann das mit örtlicher Betäubung ein bisschen vorbetäuben, die Einstiche, aber ansonsten geht dieses Verfahren mit diesen Fäden in diesem Bereich wirklich ganz gut. Und auch hier kann man das dann hinausziehen und die Fäden bleiben drin. Auf dieser Seite wären wir soweit fertig. Das Endergebnis auch hier braucht gute 3 Monate, sowohl von den langen als auch von den kurzen Fäden hier, denn die kurzen Fäden induzieren Kollagen im Grunde genommen. Aber nichtsdestotrotz, und das zeige ich Ihnen einmal in der Ansicht, sehen Sie bereits hier, wie schön sich das gestrafft hat. Und ich werde gleich erst die andere Seite behandeln, die Fäden hier lang lassen und letztendlich dann zum Schluss nochmal beide Seiten zusammenstraffen. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir auf diesen Bereich fokussieren, sehen wir erstens, dass die Wangen sich angehoben haben. Wir sehen im Seitlichen eine schönere Kinn-Kiefer-Akzentuierung im Gegensatz zur anderen Seite, sodass wir jetzt erst einmal zur zweiten Seite kommen. So, dann kommen wir jetzt zur zweiten Seite. Auch hier habe ich bereits den Bereich vorbetäubt, sodass wir dann auch hier sozusagen unten die Kinn-Kiefer-Partie nach oben liften. Ich mache wieder ein kleines Loch für den Eingang der Fäden. Und dann fangen wir mit den langen Fäden an.
nicht so oberflächlich, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann hilft man immer so ein bisschen nach. Und dann hat man den ersten Faden im Grunde noch drin. Nummer 1. Weiter geht's mit dem zweiten. Dann führen wir jetzt den zweiten Faden an. Auch immer unter Kontrolle. Und dann haben wir hier den zweiten Faden auch. Dann kommen wir zum dritten. Immer unter Kontrolle, immer mit Bedacht, nie unter Hektik, ganz vorsichtig. So. Okay, dann ziehe ich die Fäden immer schon ein bisschen an. Und dann sehen Sie sehr schön, wie der Zug im Grunde genommen aufs Gewebe ist, weil diese Fäden sehr, sehr stark sind und wieder Haken haben. Und dann würden wir jetzt die kurzen Fäden einlegen. Dort habe ich auch bereits schon betäubt und die kommen in diese Richtung. Auch dort wieder ein kleines Loch als Vorstechen. Und auch die führt man unter Bedacht durch die oberste Hautschicht durch. Auch diese Fäden haben wieder Haken, sind aber dünner. Auch hiervon nehmen wir 3 Stück. Man kann auch 4 oder 5 nehmen. Es kommt immer darauf an, was zu liften ist und wie viel zu liften ist. Und auch dort immer unter Bedacht. Und Sie sehen im Grunde genommen, dass das eigentlich ganz gut geht. Und dann schauen wir immer zwischendurch, wie sich das zieht. Und da sieht man, das zieht sich sehr schön und wir würden den letzten Faden in diese Richtung legen. Wenig um die Ecke kommen. Die Kanülen, in denen der Faden ist, sind ein bisschen elastisch, sodass man sehr schön auch um die Ecke kommen kann. Und dann haben wir auch auf dieser Seite diese Fäden bereits eingelegt und wir schauen dann immer einmal im Seitenvergleich auch, ob es vom Lifting-Effekt gleich ist. Und hier sehen wir sehr schön, dass es ein sehr, sehr schöner Effekt ist auf beide Seiten und im Grunde genommen auch die Wangen sehr schön akzentuiert sind. Und wir würden jetzt auf dieser Seite auch noch, um ein Mehr an Kollagen zu induzieren, kurze PDO-Fäden legen, um hier hinter auch noch mehr Straffheit zu generieren. Damit fangen wir ihn selber mal hier an. Hautschicht, auch unter Bedacht, auch wenn das natürlich einfach aussieht und im Grunde genommen auch nicht ganz so aufwendig ist wie die Fäden mit den Widerhaken, müssen wir auch hier immer uns in der richtigen Schicht bewegen. Im Grunde genommen ist es wie im Wahrnehmen, muss immer in der richtigen Schicht sein. Und ich lege immer ein in die Kinn-Kiefer-Partie auch zur Akzentuierung. Dann entfernen wir die Kanülen in diesem Fall. Was übersteht an Fäden, das werden wir gleich kürzen. Und jetzt schauen wir einmal,
von frontal. Und ich stehe in diesem Fall immer gerne dahinter, weil ich dann auch sehe, wie von oben sich letztendlich das alles verändert hat. Dann straffe ich nach. Und nochmal zur Zusammenfassung, liebe Patienten, meine Damen und Herren, wir haben pro Seite als lange Widerhakenfäden kräftig, als 6D-Fäden eingelegt, 3 Stück pro Seite. Wir haben als etwas kürzere, aber als Widerhakenfäden auf beiden eingesetzt, auf beiden Seiten ebenfalls die Fäden. Und wir haben, um nur Kollagen auf beiden Seiten in diesem zu behandelnden Bereich zu generieren, zusätzlich noch kurze PDO-Fäden gelegt. Als letzter Schritt letztendlich straffe ich die Fäden alle noch einmal nach. Geringe Auffädelungen sind normal und geben sich in den nächsten 10 Tagen. Das kommt durch die Widerhaken und durch die Verankerung in der Haut, ist zu ignorieren und ist auch nicht zu vermeiden und ist auch nicht immer auf beiden Seiten gleich, aber die Haut erschlafft nach guten 10 Tagen wieder ein wenig. Das ist das Endergebnis, was wir danach sehen, aber bis zum Endergebnis aufgrund der Kollagenproduktion braucht es 2 bis 3 Monate. Jetzt sehen Sie die Patientin letztendlich direkt nach dem Fadenlifting. Die Fäden sind gekürzt, wir haben leichte Steri-Strips auf beiden Seiten. Sie sehen im Grunde genommen keine Blutergüsse, leichte Einziehung, ganz normal, geht von alleine weg. Aber Sie sehen, wie schön im Grunde genommen sich im Wangenbereich das gehoben hat, ohne dass wir Filler eingegeben haben. Und wir sehen auch sehr, sehr schön, wie die Akzentuierung der Kieferpartie auf beiden Seiten letztendlich sofort vorhanden ist, weil die Fäden sehr stark sind, die Widerhaken in einer Konfiguration, die, finde ich, und ich habe alles andere auch schon vorher ausprobiert, einzigartig sind bei dieser Firma. Deswegen sind es meine Lieblingsfäden. Und Sie sehen, wie schön sich letztendlich hier diese ganze Partie gehoben hat, auch zu den Seiten hin. Und das Endergebnis in guten 2 bis 3 Monaten wird noch schöner. Sie sehen es auch gleich im Vorher-Nachher-Vergleich. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie haben jetzt letztendlich bei dem Fadenlifting, wo ich ganz, ganz viele verschiedene Techniken auch beherrsche, aber jetzt mal eine neue Technik gesehen. Ich persönlich finde, dass das Fadenlifting eine exzellente Alternative ist zu Injectables, zu Botulinumtoxin oder aber auch in der Kombination mit beiden. Ein Fadenlifting ist gut, wenn der Faden gut ist, wenn der Behandler erfahren ist, wenn das Material gut ist, wenn der Patient geeignet ist und ich finde, dass man dadurch sehr, sehr schöne, natürliche Ergebnisse generieren kann. Vielleicht überzeugen Sie sich selbst. Bis dahin sage ich Tschüss, tschüss.